Du bist ja 2015 nach Berlin gekommen. Was hat dir die Stadt zu bieten oder was hast du hier gefunden, was du woanders nicht findest? Also zum Glück habe ich hier meinen Chor gefunden. Aber davon abgesehen, also Kultur, sehr viel Kultur, viel mehr als, ja, ich glaube auch viel mehr als in Amsterdam. Und so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten. Man kann jede Sportart hier betreiben, man kann jeden Abend eine super interessante Vorstellung sehen oder die allerbeste Musik hören. Und diese Vielfalt gefällt mir halt total. Dass hier so viele Kulturen gleichzeitig leben und Gott sei Dank auch im Austausch stehen, das interessiert mich als Thema. Und die geben uns ja auch was, ne? Also wir haben Tana Akyol eingeladen, der eine Professur an der UDK für Balama hat. Ja, ich habe einen Artikel über ihn gelesen und das fand ich so interessant, weil es darum ging, dass Immigration eine Bereicherung nicht nur in eine Richtung ist. Und Genau. Er hat selber auch gesagt, er fühle, als wäre sein Leben teilweise schon erfüllt, dadurch, dass er jetzt Balama, diese anatolische Laute oder dessen Spiel, unterrichtet an der UDK. Das ist natürlich super, dass man einerseits sich einlebt in der deutschen Kultur und gleichzeitig auch nicht vergisst, was man selber zu bringen hat oder was man selber vielleicht auch an Bereicherung beisteuern kann. Kaffee. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Jogginghose. Aber das ist ganz krass, wenn alles gleich ist, das ist doch Das ist doof. voll gut. Was gibt's bei euch an Weihnachten zu essen? Bei uns gibt es tatsächlich Huhn, obwohl wir das ganze Jahr vegetarisch essen. Und an Weihnachten gibt es aber eine kleine Ausnahme. Da gibt es Huhn in Pflaume und ganz viel Salat. Bei uns gibt es immer super viel Salat. Aber es gibt keinen Kartoffelsalat mit Würstchen. Und bei euch? Ja, ich bleibe ja auch zu Weihnachten Vegetarier. Also haben wir immer so eine Kombination aus verschiedenen Sachen und auch aus verschiedenen Ländern, was eigentlich ja auch sehr schön ist. Und musst du die dann alle kochen? Meine Frau kocht in der Regel viel mehr, aber wenn ich ja zu Weihnachten auch Zeit habe, und normalerweise passt das auch, dann mache ich auch gerne mit. Hast du dafür Zeit? Ja, das Konzert ist ja am 22. Ja, genau. Da hast du Deswegen. gerade wieder Zeit am 24. Fürs Weihnachtskonzert haben wir uns ja ein rein ukrainisches Programm überlegt. Ja, also dadurch, dass wir ja verschiedene Aktionen hatten, ne, im Rahmen dieses Krieges, habe ich mich plötzlich natürlich sehr konkret mit ukrainischer Chormusik beschäftigt und habe zu meiner Schande natürlich festgestellt, dass ich davon gar nichts weiß oder sehr wenig und nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was für hohe Kunst es da einfach auch gibt, die mir bis jetzt unbekannt war. Und ich fand, das ist einfach ein schöner Anlass, das dann auch umzusetzen und daraus ein Konzert zu gestalten. Backen. Leise. Laut. Textnachricht. Wann warst du das letzte Mal im Ballett? Hier in Berlin, also in den letzten 7 Jahren noch nie. Ist irgendwas, was sich bei mir eigentlich nie so ergibt. Und wenn ich mal eine Vorstellung sehe, dann denke ich immer, oh, das ist eigentlich so viel schöner, als ich immer dachte. Und dann vergesse ich das aber wieder. Was magst du am Verdi Requiem? Dass es so große Oper ist. Das ist einfach mit Solisten und Chor, es klingt alles nach Oper und ich glaube, es ist total diesseitig. Ich finde auch, der Chor kann alles bieten, was er hat. Findest du es spirituell? Komischerweise kaum. Ich habe immer das Gefühl, ich werde da wirklich mitgezogen in irgendeine religiöse Welt. Ich finde, das Opernhafte daran macht es so gegenständlich. Also Inszenieren ist ja eine Verkörperung und dieses Körperliche und dieses Gegenständliche finde ich da ganz stark. Der Schluss ist total spirituell, da kannst du dann... Der Schluss, ja, für mich auch der Anfang, aber das ist natürlich Geschmackssache. Also es ist auf jeden Fall total konsequent, das auf die Bühne zu bringen, was wir ja dann nächste Saison mit Christian Spuck machen an der Deutschen Oper. Teilen. Alles wissen. Alles wissen. Bier. Bier. Kannst du gut allein sein? Nö. Also ich kann allein sein. Mir geht's nicht schlecht, glaube ich, wenn ich allein bin, aber ich bin einfach viel lieber unter Menschen und viel lieber in Kommunikation. Aber ich glaube, Alleinsein hat ja auch
ein kreatives Moment oder ein kathartisches Moment? Hängt ja vielleicht auch so ein bisschen von der Lebenssituation ab, in der man sich befindet. Ja, also allein ist ja natürlich nicht gleich einsam. Mich interessiert halt, was Isolation, sag mal so, was das auch bewirken kann. Weil das ist ja gar nicht nur negativ, würde ich sagen. Vor allem, wenn man an die Künste denkt, nicht. Du meinst im Moment, in dem man einen Raum für Schöpfungskraft oder Kreativität hat? Genau. Also als Beispiel mit Blick auf die Lounge, Emily Dickinson hat ja großenteils alleine gelebt. Und ich habe immer den Eindruck, dadurch ist ihr Schaffen so eine komplette Welt geworden. Also die hat ja innerlich mehr gereist als manche anderen oder als vielen, denke ich. Und das fasziniert mich. Und ich denke, dieses Thema möchte ich in dieser Lounge beleuchten oder weiter. Ich möchte mehr davon wissen und verstehen, wie das funktionieren kann. Mhm. Strand, Trip. Fahrer, Fahrer. Komödie. Komödie. Hast du Angst vorm Tod? Also vom Tod an sich, nein. Ich denke halt, dass es das Ende ist. Und das ist auch okay. Ich habe ja auch keine Angst davor, dass ich vor meiner Geburt nicht da war oder so. Wir machen ja im Juni ein Programm über den Tod mit dem Titel Und dann. Und du hast das Du Sapin-Requiem ausgesucht. Was fasziniert dich an dem Stück? Ich finde es ein sehr schönes Stück, weil es einerseits ist ja ein Requiem. Also einerseits ist es komplett traditionell gedacht, hat ja die übliche Requiem-Struktur. Ich finde es schön an der Musik ist, dass sie sehr abstrakt ist und gleichzeitig, zumindest für mich, sehr, sehr berührend. Und dabei finde ich sehr schön, dass er im letzten Satz plötzlich ein Zitat aus einem Theaterstück hervorhebt und dieses Stück dadurch, das Requiem, plötzlich was Persönliches bekommt. Und du bemerkst, dass er irgendwie aus diesem Rahmen von Tradition und von Strenge auch heraus will. Und hat man sich das so vorzustellen, dass die Bläser die ganze Zeit agieren oder hat es auch A cappella-Anteile? Es hat kleine A cappella-Anteile. Das Schöne finde ich, man könnte fast sagen, es entsteht ein Chor aus Sängern und Bläsern sozusagen. Es ist also nicht so sehr Gesang mit Bläserbegleitung, sondern das ist wirklich eine Klangtapete, die sich irgendwie vermischt oder so. Zumindest so nehme ich es wahr. Meer. Berge. Stimme. Optimist. Keine Aussage. Was magst du an Italien? Oh, ich habe ja Italienisch studiert und viel Zeit dort verbracht. Und ich mag an Italien die ganzen Kulturgüter und Kunstschätze. Ich mag die Stimmung auf der Straße, dass man abends irgendwie noch auch im Urlaub mit den Kindern unterwegs sein kann und das völlig normal ist. Ich finde, Italien ist Europameister, vielleicht Weltmeister Musik. Nicht nur im Fußball? Nee, genau, also es gibt so viele gute Musik, sowohl im ernsten Bereich als auch super gute Unterhaltungsmusik. Für die dritte Lounge in der Spielzeit haben wir uns ja das Thema Italien vorgenommen. Bella Italia, la dolce vita mit Fragezeichen. Was bewegt dich bei dem Thema? Das Fragezeichen, ich wollte nicht nur betonen, dass es für uns so ein Land ist, wo wir gerne in Urlaub hinfahren und wovon wir gerne reden im Sinne von Wein, gutes Essen und Gemütlichkeit, sondern es ist natürlich auch ein Land mit Problemen, die teilweise aus meiner Sicht europäische Probleme sind. Und ich finde, darüber sollten wir auch sprechen in so einer Lounge. Samstag. Sonntag. Nach Datum. Voll nach Datum. Verdi.